Hallo, wir sind das Team UB-Space aus Bremen und wir nehmen am deutsch-schwedischen Rexus-Programm teil. Unser Experiment fliegt auf Höhenforschungsrakete Rexus 21 im Frühjahr 2017. Unser Experiment leistet einen Beitrag zur Reduzierung des Weltraumschrotts. 2013 befanden sich mehr als 30.000 Objekte größer als 10 cm in Orbits um die Erde. Diese Objekte stellen nicht nur eine Gefahr für die ISS dar, sondern beschädigen auch Satelliten. Zum Glück werden bereits Missionen gestartet, um Weltraumschrott zu beseitigen, beispielsweise die DEOS-Mission vom DLR. Eine mögliche Prozedur, um Weltraumschrott einzusammeln, kann in 3 Schritte gegliedert werden. Der erste Schritt ist die Lokalisierung des Schrottobjekts. Das geschieht beispielsweise mit Radar. Der zweite Schritt ist die relative Positionsbestimmung zum Einsammelraumfahrzeug. Das kann kamerabasiert geschehen. Und der dritte Schritt ist dann tatsächlich die Annäherung des Einsammelfahrzeugs an das Schrottobjekt und das Einfangen des Schrottobjekts. Die Lokalisierung unkooperativer Objekte kann unter anderem über Kamerasysteme passieren. Unser Ziel ist es, Bilder solcher Objekte zu liefern, um damit bestehende Systeme zu testen, zu verifizieren oder sogar zu trainieren. Es gibt zwar Bilder von Annäherungen im Weltall, dabei handelt es sich aber um kontrolliert ablaufende Prozesse wie das Andocken an die ISS, die sehr langsam und kontrolliert vonstatten gehen. Mit unserem Experiment wollen wir Bilderserien liefern, die ein unkooperatives Objekt zeigen. Und zusätzlich sollen Sensordaten aufgenommen werden für die Positionsbestimmung. Aus diesen Sensordaten und den Bildern kann dann nachträglich die Trajektorie des Objekts bestimmt werden. Und die Daten, die wir aufnehmen, sollen dafür verwendet werden können, um autonome Systeme zu testen und weiterzuentwickeln, die dann beispielsweise Weltraumschrott einsammeln können. Also im Allgemeinen zur relativen autonomen Navigation, die kamerabasiert ist. Der Ablauf unseres Experiments ist folgendermaßen. Wenn die Rakete Schwerelosigkeit erreicht, schmeißen wir ein unkooperatives Objekt aus und filmen dieses. Ebenfalls nehmen wir Kontrolldaten auf, um später zu vergleichen, wie sich das Objekt wirklich bewegt hat. Unser Experiment besteht aus dem wesentlichen Bauteil, dem Auswurfmechanismus, den Kamerateil für unsere 6 GoPros und der FFU. Unsere FFU ist unser kleiner Satellit, den wir mitnehmen, damit wir ihn filmen können, wenn er rausgeschmissen wurde. Der Auswurfmechanismus ist etwas Space-untypisch. Bei uns ist das aber etwas anders. Wir haben uns etwas Besonderes überlegt. Wir haben uns gedacht, hey, kann man das Problem nicht auch noch anders lösen? Und wir haben uns überlegt, einen Linearantrieb zu verwenden mit 2 Spindeln. Es wird praktisch die FFU ähnlich wie bei einer Förderschnecke rausgefördert. Dazu haben wir dann 2 entsprechende Motoren mit 2 Spindeln, einer Mitnehmerplatte und einem ganzen Gleitsystem darum. So ist auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man später auch mehrere Objekte mit einer definierten Geschwindigkeit aus der Rakete oder welchem Objekt auch immer rausschießen kann. Wir verwenden Luft- und Raumfahrt-Aluminium, um unser Experiment möglichst leicht zu gestalten und weil wir komplexe Geometrien konzipiert, entwickelt haben, greifen wir auf das 3D-Druckverfahren zurück. Der Kern des Experiments besteht darin, dass wir eine genaue Positionsbestimmung sowohl von der Rakete als auch von dem ausgeworfenen Objekt in Bezug zur Rakete haben. Daher benutzen wir sowohl auf der Rakete als auch bei dem unkooperativen Objekt eine IMU. Diese besteht aus einem Beschleunigungs- sowie aus einem Drehratensensor.
Zusätzlich nutzen wir auf der Rakete 2 Sonnensensoren, mit denen wir die Lagedaten zusätzlich genauer gestalten können. Außerdem verfügt die Rakete über ein GPS, das zusätzlich nochmals mehr Genauigkeit bringt, was die Lage angeht.